Unsere Reise führt uns jetzt ganz in den Norden des Bundesstaates. Durch den Kakadu National Park geht es ins Arnhem-Land, benannt nach dem Schiff des Niederländers Willem van Colsten. Er erreichte 1623 als erster Europäer die Region. Das Arnhem-Land ist nicht frei zugänglich. Von der australischen Zentralregierung akzeptiert, gehört dieses Land den Aborigines des Yolgnu-Stammes. Touristen brauchen eine besondere Genehmigung, wollen sie die Gegend besuchen. Und davon werden jedes Jahr nicht viele erteilt. Mit dem Boot bahnen wir uns den Weg über einen dicht bewachsenen See. Wenn man über den See hinausschaut, kann man sich kaum vorstellen, dass unter den Pflanzen nichts anderes als Wasser ist. Es sieht aus wie saftiges Weideland. Kilometer um Kilometer fahren wir über den See. Die Schneise, die wir hinter uns lassen, ist in wenigen Tagen wieder zugewachsen. Das Boot drängt die Pflanzen lediglich zur Seite. Langsam macht sich unweigerlich das Gefühl breit, in den Tropen angekommen zu sein. In der Regenzeit sind weite Teile des Arnhem-Lands nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Wege und Pfade sind dann überflutet. Kein Geländewagen hat dann auch nur den Hauch einer Chance, durchzukommen. Wir fliegen über ein Gebiet, in dem sich der Urzustand konserviert hat. Nichts hat sich hier geändert. Nichts ändert sich hier. Und das seit Jahrtausenden von Jahren. Die einzige touristische Infrastruktur, wenn man es so nennen mag, ist ein kleines Camp. Ein paar Zelte, ein paar altersschwache Jeeps reichen aus, um von hier aus kleine Ausflüge zu starten. Am besten kommt man zu Fuß voran. Nur an wenigen Stellen macht es Sinn, mit dem Jeep zu fahren. Wir holpern über den felsigen Untergrund, bahnen uns den Weg irgendwie um die Hindernisse herum. Eine Bremse hat der Wagen nicht mehr, sagt unser Ranger. Braucht man hier nicht. Erstens kann man hier nicht schneller als 20 fahren und zweitens, will man halten, lässt man das Auto einfach ausrollen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder einfach in das Reich moderner Märchen gehört. Auf den letzten paar hundert Metern geht es wieder einmal nur zu Fuß weiter. Für Fahrzeuge aller Art gibt es ab hier kein Durchkommen mehr. Jedenfalls erreichen wir wie geplant unser Ziel. Ein kleiner See. Außer uns ist hier in einem Umkreis von 100 Kilometern wahrscheinlich kein Mensch. Das Wasser ist klar, sauber und warm. Mit Einsetzen der kurzen Abenddämmerung ändert sich das Licht schlagartig. Mit einem Mal wird die ganze Gegend in sanftes Goldgelb getaucht. Es ist, als schaue man durch ein Honigglas.